zusammen. Hück, jeder ein paar Tipps, wie man beim Lebensmitteleinkauf sparen kann. Bevor ich überhaupt einen Fuß in der Lade setze, schaue ich erstens nach, was ich alles noch im Haus habe. Dann denke ich mir so aus, na, was können wir kochen das Woche, ne? Und mache einen groben Plan, kein Sorge. Ist alles nicht in Stein gemeißelt, das ist nur so ungefähr, ne? Und dann mache ich einen Einkaufszettel. Ohne Liste bist du im Laden angeschmiert, weil man entweder Sachen doppelt kauft oder Dinge, die sich nicht so gut kombinieren lassen. Zu guter Letzt checke ich die Prospekte nach den besten Angeboten und dann geht es los. Zur Orientierung, der kanadische Dollar ist ein bisschen weniger wert als der US-Dollar und für 1 Euro kriegst du 1,50 kanadische Dollar. Ich versuche aber, die Preise jedes Mal in Euro anzugeben, damit ihr einen guten Vergleich habt. Jeden Samstag, so jeden 3 Uhr nachmittags, ja nicht auf der Markt. Das ist die magische Zeit, wo die Händler am Zusammenpacken sind und die besten Deals geben. Da kriegst du dann schon so ein Tütchen Gemüse, so 4, 5, 6 Gemüse für $10, während das vorher noch ein bisschen teurer war. Auf dem Nippesermarkt in Köln machen die das auch so. Check mal den Markt in eurer Nähe, vielleicht hat er Glück. Ja, dann lassen wir uns anschauen, was wir alles heimgebracht haben. Der Maiskolben, bisschen Äpfel, Möhrchen und Jörg und 2 Mal Champignons. Die sind nie so für meinen Mann, der liebt Champignons. Ne? Ja, für $10 kann man nichts sagen. Ne? Jetzt haben wir hier noch vom Drogeriemarkt. Das ist nämlich ein Geheimtipp. Die haben nur samstags und sonntags ein Angebot in Eier und Butter. Ja, und da habe ich hier 2 Pakete Butter, 454 Gramm und 2 Dutzend Eier und das Ganze für 16,95. Ja, 16,95. Das ist nur am Wochenende. Wenn er montags bis freitags dasselbe einkaufen geht, dann kostet die Butter 1,30 mehr. Und die Eier, ich glaube, 40 Cent pro Dutzend. Ne? Also lohnt sich da am Wochenende mal kurz rein und raus. Eier sind bei uns so teuer geworden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber hier sind die fast doppelt so teuer inzwischen, als sie noch vor 3 oder 4 Jahren waren. Hier ist es, wo ich meistens hingehe, Food Basics, wie der Name schon sagt, Basisessen. Ne? Und das ist so jetzt wie bei euch der Aldi, minus die Textilien, die da manchmal hat. Also nur Essen, jeder Tee. Mann. Die Milch ist halt wieder teurer geworden. Es war noch $7,08 letzte Woche und jetzt ist es $7,25. Gut, wir haben natürlich hier immer so eine Großpackung. Hier ist der drunter gesetzte Räckchen. Das sind Obst und Gemüse, was jetzt nicht mehr so ganz frisch ist. Meistens ist es schon ein bisschen am Jammerle. Aber lassen wir uns schauen. Ja, $2 für den Brokkoli, das ist nicht schlecht. Der sieht doch noch gut aus. Wenn man der Hück isst, ist alles in Ordnung. Und dann ist das hier der einzige Laden, der diesen Kaffee am günstigsten hat. Und Hück ist er besonders günstig, weil er nämlich im Angebot ist für $5. Das Paketchen, $5. So, hinter mir ist der teuerste Lebensmittelladen, den wir hier so haben. Das ist so jetzt wie Edeka 3.0. Und hier kann ich nur hin,
wenn ich ganz bestimmte Sachen einkaufen will, die sonst nirgends sieht. Oder wenn die reduziert haben. Die Lebensmittel hier, die sind die frischesten und die besten von was man für Geld kaufen kann. Und wenn die dann nicht mehr ganz so frisch sind, dann setzen die runter. Und das ist der Moment, wo ich das mir hole. Fast $50 für so 2 kleine Stückchen Fleisch, auch wenn es 50% Raffiset ist. $25 für so ein. Das kann man sich als Rentner sofort abschminken. $6 für eine Blumenkohl. Nein, danke. Die Ausbeute bei Sears war heute nicht so besonders, aber merkt nichts. Wir haben noch einen Geheimtipp. Save a lot. Übersetzt, spar viel. Hier jedes Waren, die kurz vor dem Ablaufdatum stehen, oder Saisonartikel, die keiner mehr haben will. Nach Ostern kriegst du hier zum Beispiel Schokoladenhasen zum Spottpreis. Ein echter Treffer- oder Fehlgriffladen. Manchmal findet man gute Sachen und manchmal eben nicht. Ne, wie im Leben. Man klappert und man klappert nicht. Ja, und dann noch vom Bäcker. Da haben wir jetzt auch zugeschlagen. Das ist eine teure Bäcker, muss ich sagen. Aber die haben aber auch jede Sache. Und dann, dann will ich jetzt auch nicht so sparen. Nee. Aber samstags um 1:30, also eine halbe Stunde für die Zoo mache, geht alles 30% runter und dann schlage ich immer zu. Jetzt habe ich all hier diese Brötchen und Brote in die Kauf und das Ganze war zusammen für $26. Ja, das Brot, das ist halt 5,95. Das ist schon, ist jetzt nicht so billig, ne? Aber selbst das nicht gesunde Brot, das, was man zusammenquetschen kann und dann geht das wieder auseinander in der Ursprungsform. Also, wie das geht, weiß ich nicht, also das hätte ich auch nicht essen. Aber selbst das kostet fast schon $4, ne? Ja, dann gebe ich 2 Mie aus und da weiß ich, was drin ist. Und wenn ich das jetzt zerquetsche, dann geht das bestimmt nicht mehr in die Ursprungsform zurück. Ja, mit der Ausbeute von dieser Woche bin ich zufrieden. Insgesamt habe ich knapp $53 für die Einkäufe ausgegeben. Und das reicht für uns 2 die Woche. Oder sogar ein bisschen länger. Ich habe ja noch eine gut gefüllte Speisekammer. Und das empfehle ich euch auch. Wenn ihr Basissachen wie Nudeln, Linsen oder was auch immer lang hält im Angebot seht, immer 2 bis 3 Päckchen mehr einkaufen, wenn es geht. Mit Linsen und Bohnen kann man tolle Gerichte kochen. Die kosten nicht viel, schmecken und sind gesund. Jetzt wisst ihr, wie man die Lebensmittelkosten ein bisschen einschränken könnt. Kleiner Rückblick. Vorräte prüfen, damit ihr nicht die 23. Schachtel Nudeln mit nach Hause bringt. Gerichte mit Zutaten der Saison planen. Kauft bitte keine Blumenkohl im Winter, weil $6, ne? Einkaufszettel schreiben. Prospekte durchluren. Märkte nur kurz vor Feierabend besuchen. Im teuren Laden nur reduzierte Ware kaufen, sonst nichts. Angebote nutzen und Basisvorrat aufbauen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Einkaufen und ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Madet Jod, bis dann. Tschüss. Da kann man natürlich nicht widerstehen, ne? Das oder Schneckchen. Ich glaube, ich nehme die dann. 50% runtergesetzt, ist wahrscheinlich schon vorher gestern. Aber wenn man die in einen Kaffee tunkt, ist das alles noch super. 2,50.